Moin Leute, heute haben wir ein Interview für euch und zwar mit René von Bits. Er ist der Entwickler von Domekeeper, ein richtiger Indie-Hit aus dem letzten Jahr. Hat kurz nach der Veröffentlichung schon über $1 Million Umsatz gemacht und der Erfolg hat es René ermöglicht, sich in die Vollzeit-Spieleentwicklung zu begeben. Deswegen ist er auch dieses Jahr Teil unserer R42 Startup Academy und er spricht im Interview über seinen Werdegang, darüber, wie wichtig Game Jams für seinen Prozess sind und er gibt seine besten Tipps für junge, aufstrebende Spieleentwickler. Also, zieht euch das rein und viel Spaß damit. René, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, dies, das? Ja. Also, ich bin René Habermann. Ich sitze in Dresden, sitze da in meiner Wohnung und dort mache ich Spiele zusammen mit meiner Frau und ein paar anderen Leuten, Freelancern. Und jetzt haben wir auch noch 2 weitere Leute eingestellt und zwar in Bits. Das ist quasi meine Firma zur Spieleentwicklung. Ein Spiel haben wir gemacht, Domekeeper, aber vielleicht greift das schon zu weit voraus. Ich habe irgendwann mal Informatik studiert in Dresden, dann in der IT gearbeitet, was immer interessant, also sagen wir so, das waren gute Jobs, aber ein bisschen seelenlos, ne? Und so Game Dev ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das ist so meine große Leidenschaft seit Kindheitstagen an, die ich dann in meinem frühen Teenie-Alter auch in die Spieleentwicklung ein Stück weit mit reingemünzt habe, da angefangen habe. Ja, und jetzt hat es mich dann tatsächlich irgendwann in die Vollzeit-Spielentwicklung verschlagen. Ja, das ist der Bilbo, vielleicht stellt er sich selber vor. Hallo Bilbo! War das schon immer so ein Ding, wo du gesagt hättest, ja, ich will irgendwann mal Game Developer werden, oder hat sich das erst herauskristallisiert? Also ich würde sagen, überhaupt nie eigentlich. Also So? ganz am Anfang. Also nicht so, dass ich gedacht habe, ach nee, das will ich nie machen, sondern das war mir gar nicht bewusst, dass man das überhaupt werden kann, dass man das sein kann. Und es gab auch also hier jetzt in Sachsen gab es da auch keine Ausbildung. Selbst als ich nach einem Studium geguckt habe, dann 2007, da gab es jetzt auch keine, also da war die Situation eine ganz andere. Da konnte man sich nicht so direkt dort ausbilden lassen. Ne? Da war eher noch so Quereinstieg oder so ein paar erste so private Unis gab es, wo man viel Geld hätte zahlen dürfen und weiß dann auch nie, was rauskommt. Geld, was ich eh nie gehabt hätte, von meinen Eltern. Deshalb war das für mich immer so was ganz Unrealistisches. Okay. Aber dann, ein paar Jahre später, ging das langsam los mit Steam Greenlight und hier Ja. die Tools wurden besser, ein paar Engines, wo man eben 100.000 Euro vorher bezahlen oder D-Mark vorher bezahlen muss. Und dann schien das immer wie schon eher greifbar, ne, wie was man wirklich machen kann. Hast du dir dann, sage ich mal, das Grundwissen vorher selber angeeignet, oder wie habt ihr das gehandhabt? Oder hast du das gehandhabt? Ja, ich habe also als Kind durfte ich immer bloß 1 Stunde pro Tag Computer spielen. Gott, das war klingt natürlich nach hart, der Hölle. Ja, und ich habe das auch, das Limit gepusht, wo ich konnte. Ich bin auch durchaus mal nachts aufgestanden, habe mir einen Wecker gestellt auf um 2:30 Uhr, um heimlich zu spielen nachts. Ich glaube, das haben wir alle so Aber- ziemlich durch. Ja. Ja, aber dann hatte ich mit 14 konnte ich mir einen eigenen Computer kaufen von meinem Konfirmationsgeld. Und dann habe ich angefangen mit Blitz Basic Spiele zu entwickeln. Und das war dann super cool. Und dann hat mir das gut gefallen. Und ja, dann habe ich mich da so reingewurstelt. Ne? Das war auch schwer, weil es gab jetzt auch niemanden in meinem Umfeld, der programmieren konnte oder der schon mal von Blitz Basic gehört hat und so. Und dann durchs Informatikstudium natürlich noch ein bisschen weiter vertieft. Und ich meine, das ist 20 Jahre her. Ne? Also das ist eine lange Strecke des Lernens gewesen. Und wie ist dein Weg dann zum R42? Also wie ist das entstanden? Ich war letztes Jahr in der Mitteldeutschen Medienförderung in dem Programm Mediastart. Und da haben die einerseits die Jungs vom R42 schon bei den Workshops, also ein paar Workshops gemacht. Und andererseits war Tom mein Mentor in dem Programm. Und dadurch habe ich Tom kennengelernt und der hat dann dieses Jahr oder letztes Jahr gefragt, hey, wir machen ja nächstes Jahr so eine Workshop-Reihe, hast du nicht Lust? Ne? Und natürlich hatte ich Lust und dann Dann so ist eins es zum passiert, ja. Dein Game ist ja auch auf einer Game Jam entstanden, richtig? Ja, also tatsächlich sogar ziemlich viele Games. Also, im April, im April war das, oder? Am 1. Mai oder so.
War wieder Ludum Dare, also Game Jam, und das könnte ich habe nicht ganz mitgezählt, jetzt 14. oder 15. oder sowas gewesen sein. 14. oder 15. Game Jam? Und die gehen immer so 3 Tage, bis auf eine Ausnahme, die mal 2 Tage ging. Genau. Also und mit den Game Jams haben wir 2017 angefangen. Und seitdem haben wir fast jedes Ludum Dare mitgenommen. Höchstens mal zur Geburt von unserer Tochter ausfallen lassen oder so. Ich glaube, das ist auch ausnahmsweise mal ein legitimer Grund, sowas ausfallen zu lassen, okay? Das ist genehmigt. Ja. Und wie hast du die Game Jams so für dich oder fürs Game Development wahrgenommen? Was hat dir das, also auf gut Deutsch, was hat dir das gebracht? Ja, also ich habe schon gesagt, ne, ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, Spiele zu machen. Damals natürlich noch so, also wirklich als Kind, ne, das war jetzt noch nichts, was man irgendwie jemand andrehen könnte. Und dann vor 10 Jahren ungefähr habe ich dann Anne mit dazu gezogen, meine Frau. Habe sie ein Stück weit genötigt, für mich die Grafiken zu machen. Die konnte schon gut zeichnen, ne? Ich überhaupt nicht. Dann habe ich immer so, ja, kannst du nebenbei Grafiken machen? Ich brauche irgendwie ein bisschen bessere Pixelart. Und ist auch so mehr und mehr reingekommen. Aber dann hat es noch 5 Jahre gedauert, bevor wir den ersten Game Jam gemacht haben. Und in der Zeit haben wir immer wieder Projekte angefangen, also so wie es ganz vielen Indies geht. Hey, ich will hier mein Traumspiel machen oder das würde mir gut gefallen, und die waren hoffnungslos zu groß für uns. Also so dieser Klassiker von ich fange 12 Projekte an und bekomme keins fertig. Oder oftmals war es auch so, dass mich irgendeine technische Implementierung da interessiert hat. Die habe ich gemacht und dann die restlichen 90% irgendwie nicht mehr, weil dann die Challenge fast weg war. Und nur durch die Game Jams haben wir irgendwann gut gelernt, okay, wie groß können wir denn überhaupt ein Spiel machen? Wie können wir das effizient machen? Wie können wir das planen, sodass das aufgeht? Wo verrennen wir uns lieber nicht in irgendwelchen Details, die am Ende keinen interessieren? Und dann durch die Game Jams haben wir quasi immer weiter so an unseren Produktionsskills, würde ich es mal nennen, gefeilt, bis wir dann in der Lage waren, okay, jetzt können wir wirklich mal ein Spiel machen, und dafür würden Leute sogar Geld ausgeben und sind danach ganz zufrieden damit. Und dann ist das Spiel rausgekommen und dann Dome Keeper. Ah, okay. Der Vorgänger von Dome Keeper hieß ja Dome Romantic, richtig? Ja, genau. Das war der Game Jam-Titel im Prinzip, der Game den wir dann auch ein Jam-Titel Stück weit weiterentwickelt haben. Okay, cool. Und du hast uns ja die Ehre erwiesen, dass wir heute auch Dome Keeper zumindest im Stream mal spielen dürfen, für die es noch nicht kennen. Und du hast uns natürlich noch ein kleines Goodie dazu gegeben. Du hast auch gesagt, hey, hier habt ihr noch einen Key für Dome Keeper, richtig? Na klar. Na klar. Großzügig von dir. Das freut sich der Chat bestimmt drüber. Was denkst du, gibt es irgendwas was du anderen spieleentwickelnden Personen, die bei Game Jams mitmachen, die vielleicht irgendwie in der Spieleentwicklung gerade sitzen und frustriert sind, irgendwelche Tipps deinerseits, die du ihnen noch mitgeben möchtest an der Stelle? Also ich habe ganz viele Tipps. Hau raus! Wir nehmen auch viele Tipps. Es muss ja nicht nur einer sein. Ja. Also eine Sache ist zum Beispiel, wenn ihr euer erstes Spiel macht, dann versucht ihr euer Traumspiel zu machen. Weil das geht schief. Ne? Manche Leute ziehen das durch, die brauchen dann 8 Jahre oder sowas, ne? Und dann kommt auch ein gutes Spiel vielleicht raus, aber die hätten auch erst 3 andere Spiele machen können und dann ihr Traumspiel und hätten auch 8 Jahre gebraucht. Und dann wäre das alles viel fluffiger gegangen, ne? Und die allermeisten Leute halten die 8 Jahre oder so dann eben nicht durch und irgendwann sterben die ab mit dem Projekt. Deshalb erstmal so klein wie möglich anfangen, ein kleines Projekt wirklich fertig machen, releasen, gucken, wie die Spieler das finden, das Feedback einarbeiten. Das wäre dann so ein klassischer Game Jam-Prozess. Also dieses Jam-Spiel dann vielleicht noch ein bisschen pflegen und gucken, wie kann ich es verbessern. Funktioniert das so, wie ich es mir gedacht habe? Und dadurch kann man dann, finde ich, sehr gut lernen, wie groß man ein Spiel machen kann, was es braucht, ein Spiel fertig zu machen und so. Also, ja, ich würde sagen, Game Jams. Game Jams als Einstieg in die Spielentwicklung. Genau.
Was da noch wichtig ist, ist aber auch ein Stück weit die Einstellung zu den Game Jams. Nur ein Spiel zu machen, rauszuhauen und dann bin ich fertig damit, funktioniert natürlich nie. Also ich muss mir auf jeden Fall auch sehr genau angucken, wie spielen die Menschen denn das Spiel. Wie gesagt, verstehen die das so, wie ich wollte? Wie kann ich das denen näher bringen? Und dann muss man immer an seiner Einstellung auch also überlegen, ob man also wie zieht man hier das Maximum aus dem Feedback raus, was man da bekommt. Ein Beispiel dafür ist, kein Spieler ist jemals zu dumm oder macht was falsch oder in dem Sinne, ne? Oder so kann man sich als Spieleentwickler nie rausreden, ne? Weil es gibt immer Leute, die zum Beispiel irgendwelche Hinweise nicht lesen. Da kann man natürlich sagen, ey, aber ich habe doch hier den Hinweis gegeben und der hat das noch nicht gelesen, der macht das falsch. So, das ist die Schuld vom Spieler. Ne? Aber das funktioniert nie, weil die Spieler wird es immer geben und dann kann man immer nur überlegen, was kann ich machen, damit denen das doch irgendwie, damit die den Hinweis vielleicht nicht lesen müssen, sondern auf eine andere Art verstehen oder vielleicht bringe ich den Hinweis nochmal an oder sowas. Na, also so die Einstellungssache. Und wie viel lerne ich in jedem Jam dazu? Also nicht die Schuld bei den Spielenden suchen, sondern bei sich selber. Ja. Okay. Absolut. Okay. Ja, also es ist wirklich so, ne? Also die Spieler, die können an einem Missverständnis im eigentlichen Sinne nicht schuld sein, beziehungsweise ist das keine konstruktive Einstellung. Ne? Du kannst ja nichts an den Spielern ändern. Du hast mich noch nicht spielen sehen, ne? Kein Problem. Vielleicht wirst du durch mein Spielen von deinem Spiel irgendwie überzeugt, dass es doch Leute gibt, die tatsächlich einfach zu doof sind, das zu sehen. Aber das werden wir jetzt gleich austesten. Jo. Ich würde sagen, ich freue mich jetzt aufs Zocken und dir noch einen wundervollen Nachmittag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Viel Spaß bei Dome Keeper. Danke. Ein Tipp gebe ich dir noch mit. Nicht zu gierig werden. Immer schön rechtzeitig wieder zurück sein. Oh, das ist ein Tipp, den ich wahrscheinlich nicht einhalten werde, weil ich ein ziemlicher greedy Loot-Goblin bin. Ja. Ja. Die Community nennt es manchmal Greed Punishing Simulator. So, also, Okay. Ja, Okay, also perfekt für mich, meinst du? Gut. schauen wir mal. Ne? René, viel Spaß bei Ich guck's mir Diablo. auf jeden Fall noch weiter an. Ja, danke. Viel Spaß bei Diablo und wir sehen uns bestimmt irgendwann, spätestens, wenn das Gebäude eröffnet hat. Jawohl. Alles klar. Alles Dann klar. Dann hau viel rein. Spaß, liebe Leute.